Die Kampagne von Diablo 4 geht weiter. Willkommen zu Part 4 meiner höllischen Reise. Denn ich spiele neben der Season 14, die aktuell stattfindet, die komplette Kampagne durch. Wenn ihr Lust habt, mal live dabei zu sein, findet ihr uns auf Twitch unter World of Damage. Lasst uns doch ein Like und Kommentar da und drückt auch den Abo-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und damit wünschen wir euch einmal viel Spaß beim Video. Oh, und damit einmal wieder willkommen zurück zu Diablo 4. Wir spielen wieder die Kampagne weiter. Und sind jetzt aktuell schon bei Kapitel, also Akt 3. So. Und da wollen wir natürlich direkt weitermachen. Erschaffung von Monstern. Die Dunkelheit breitet sich aus. Trefft Lorath in Kepadu. Hab ich da einen Port hin? Mal schauen. Nee, habe ich leider nicht. Aber Quellen reiten. So. Na, wo geht's lang? Da. Mein Pferd geht rückwärts. Ja, wir haben ja gestern so ein bisschen schon mal den kompletten Akt 2, glaube ich, durchgespielt. Ich weiß nicht, ob wir Akt 1 noch am Anfang hatten, aber da haben wir ordentlich nachgelegt gestern. Da nicht lang. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es weitergeht. Hier machen wir natürlich wieder mit, weil wir uns ja für die Overwatch-Reliquien was abgeben. Hup, ich bin schon wieder falsch. Ach doch. So. So, das. Wie geht's denn? Oh Gott, ich muss meine Taschen mal leer machen. Ja, das mache ich gleich. Ich komme jetzt hier gleich durch ein Loch durch. Dann kann ich das ja direkt machen. Gibt es hier einen Schmied? Warte, erstmal Port holen. So. Da. Was ist das nur verkaufen? Ach, Miet ist hier unten. Ah, ein Krieger. Wie kann ich dienen? Einfach alles verschrotten. Trockenes Kernland. Würde ich mal markieren, wa? Ah ne, jetzt ist es markiert. Ja. Aber ich markiere mir erst den Portpunkt. Können wir denn nie Frieden finden? Die ganze Nacht wird geschrien und Nun, er atmet noch. Nein, Da hat er Glück. was ist passiert? Der alte Mann dort. Er behauptet, ein Horadrim zu sein, trinkt aber wie ein Ochse.
Er kam vor ein paar Tagen in die Stadt und suchte nach einem Diener der Dämonin Lilith, einem fahlen Mann. Ihm hat wohl nicht gefallen, was er vorfand. Ich verstehe. Den Rest übernehme ich. Wer seid ihr? Wir haben uns in den zersplitterten Gipfeln getroffen. Ich sah seinen fahlen Mann in einer Vision. Man glaubt es kaum. Genug. Er gehört euch. Bleibt mir nur beide von der Flasche fern. So, dann wecken wir ihn mal. Verdammte Höllen, was wollt ihr? Ich sollte euch hier treffen, Lorath. Erinnert ihr euch? Natürlich erinnere ich mich. Es überrascht mich nur, dass ihr nicht tot seid. Gebt mir die Flasche. Was ist euch zugestoßen? Ich wurde angegriffen. Sieht man doch. Von Alkohol in rauen Mengen. Eingeflößt durch meine eigene tückische Hand. Und womöglich war da auch ein Kampf mit einer Ziege um diesen Schlammfleck. Ich glaube, ich war siegreich. Lorath, wer ist der fahle Mann? Der fahle Mann war Horadrim. Horadrim? Dann müsst ihr ihn kennen. Einst dachte ich das. Er trägt den Namen Elias. Er war mein Lehrling. Er war es, der Lilith nach Sanctuario brachte. Möglicherweise habe ich die Neuigkeit nicht gut aufgenommen. Was müssen wir tun? Ihn finden, herausfinden, was er getan hat. Und ihn dann töten. Hör zu, hier. Irgendwo hier ist eine Frau. Sie hat ein paar Nachrichten, die wir brauchen. Und ich bin gerade niemandem eine Hilfe. Könnt ihr sie suchen? Es wurde schon genug Zeit vergeudet. Seht euch im Gasthaus um. Fragt, ob sie vom Kloster von Orbey gehört hat. So, erstmal Hallo an Tristanus. Hast du denn heute dein Headset dabei? Oder muss ich schreiben? Ist natürlich auch gut, das zu fragen, ohne dass man weiß, ob derjenige das Headset hat, um zu antworten. Naja, passt schon. So, Lorath hat mich geschickt. Habt ihr vom Kloster in Orbey gehört? Na, aber hallo, höre alles. Perfekt. Wunderbar. Nein, kein Wort von Orbey. Genau wie gestern und vorgestern. Aber ich habe etwas anderes. Gerüchten zufolge zog vor einiger Zeit ein fahler Mann durch die Abaru-Schluchten. Ein furchterregender Kerl, ganz in Schwarz. Nach Loraths Auftritt letzte Nacht wird er das sicher wissen wollen. Einen Schluck Kaffee nehmen. Uno secundo. So. Tegrin hat eine Nachricht, aber... Merkwürdig. Ich schrieb dem Kloster von Orbey am Tag meiner Ankunft. Der Abt hätte mittlerweile antworten müssen. Tegrin sprach von einem Gerücht. Ein fahler Mann soll in der Nähe der Schluchten gesehen worden sein. Die Schluchten? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Wir brechen sofort auf. Aber wir können Orbey nicht unbeaufsichtigt lassen. Verdammt, ich gehe zur Schlucht. Ihr könnt mich dort treffen oder zum Kloster gehen. Bisher wirkt ihr recht verlässlich. Beweist mir nicht das Gegenteil. Leidvolle Unruhe. Dunkelheit breitet sich aus, haben wir abgeschlossen. Dann haben wir jetzt die Erschaffung von Monstern und die Erschaffung von Monstern. Ja gut, zweimal das gleiche, aber schwindender Verstand oder leidvolle Unruhe. Machen wir erstmal den schwindenden Verstand.
So. Macht nicht alles. Hup. So, gehen wir da lang. So, habt ihr was gefunden? Nee, was habt ihr gefunden? Ich hatte auf jemanden gehofft, der Elias gesehen hat. Stattdessen habe ich ein Lager voller toter Händler. Sie wurden von Dämonen abgeschlachtet, so viel ist klar. Aber keiner davon wurde hier beschworen. Wir sollten die Schluchten absuchen. Könnte Elias die Dämonen gerufen haben? Wahrscheinlich. Vielleicht ist er sogar noch hier. Bleibt dicht bei mir. So, sucht mit Lorat in der Abaro-Schlucht nach Elias. Ein Stück. Wir müssen stehen bleiben. So. Sie kommen durch ein Tor zur Hölle. Ich werde es schließen. Vernichtet sie. Viel zu einfach. Diese Dämonen waren Ungeziefer. Von einem Magier mit Elias Können hätte ich mehr erwartet. Durchsuchen wir das Haus. So, das Haus durchsuchen. Seid vorsichtig. Elias könnte noch in der Nähe sein. Seht, was ihr finden könnt. Ja, das Ziel haben wir schon mal erreicht. Die meisterhafte gehauene Statue von Lilith mit einem Blut und Eingeweihten bedeckt. Nee. Ach, hier. Nee, oder? Die Überreste einer exquisiten Steinstatue, die zertrümmert wurde. Yumi. Ja, das stimmt. Sehr lecker. Ah, hier. Suchte mich Meister Elias auf. Ich konnte kein Wort herausbringen, also zeigte ich ihm meine Schnitzereien. Er sagte, er könne meinen Schmerz in ihnen sehen. Den Schmerz eines einsamen Mannes, der gelernt hatte, die Welt zu hassen. Und doch, unsere Mutter, Lilith, fand mich hübsch. Er sagte, es gäbe andere wie mich und zusammen würden wir eine neue Welt formen. Was hatten wir? Was für ein abscheuliches Chaos. Ah, jetzt geht's weiter. So, das hier habe ich entdeckt. Brennende Höllen. Wir sind zu spät. Elias ist längst fort. Dieser Genba ist unser Beschwörer. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Ist es nicht offensichtlich? Elias findet den einsamen Genba, ohne Freunde, voller Wut, und manipuliert ihn mit Leichtigkeit. Er verspricht ihm Liliths Liebe und eine Rolle in seinem großen Wahn. Dann gibt er ihm die Mittel, seinem Zorn Ausdruck zu verleihen. Beschwörungsschriftrollen. Sehr scharfsinnig. Wer weiß, wie lange Genba in diesem Wahnsinn geschmort hat.
Hoffentlich kann er noch befragt werden. Dank euch kann ich sehen. Euer Hass erfüllt mein Herz. Genbar. Hier ist Ihr das Statue von armer Lilith. Narr. Ich dachte gerade, die hätte ich noch nicht, aber die habe ich schon. Danke, dass ihr Meister Elias geschickt habt, um mir den Weg zu zeigen. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem wir an eurer Seite stehen und das läuternde Feuer legen. Genbar. Besucher? Hat Meister Elias euch geschickt? Meister Elias? Nun, ja, das hat er. Unsere Mission ist äußerst wichtig. Wir haben etwas für den Meister und hörten, er wäre bei euch gewesen. Wisst ihr, wo er ist? Lügner! Dreckiges Lügnerschwein! Der Meister hat alles, was er braucht! Erhebt euch, meine Lakaien! Zu mir! Gott, wenn ich die Armee der Toten noch aktiviere, dann ist ja noch mehr. Das ist ein ernsthafter Dämon. Passt auf! Ich war gerade schon, geht's nicht weiter, da muss ich warten. Aber gut, so haben wir's. Nee. So, was müssen wir machen da, Lorat? Was passiert jetzt? Zuerst die schlechte Nachricht. Genbar hat jemanden erwartet. Offenbar hat Elias andere in seinen Wahnsinn gezogen. Hat sie wohl auch das Beschwören gelehrt. Ihr habt Genbar gehört. Der Meister hat alles, was er braucht. Sie haben etwas Drastisches vor. Und die gute Nachricht? Elias gab uns ein Geschenk. Erinnert ihr euch? Dieser Dämon, den er geschickt hat, um uns zu töten, er ist einzigartig. Er muss ständig gefüttert werden, mit Menschenopfern. Wenn ich seinen Bauch aufschlitze, könnten wir darin einen Hinweis finden, der uns sagt, woher er gekommen ist. Ich muss ihn zur Untersuchung nach Ket Bardu bringen lassen. Macht euch nützlich und geht zum Kloster von Orbey. Seht Ach, nach, lecker. was diesen verdammten Abt aufhält. So, erstmal das Level abverteilen. Armee der Toten stürmt auf euer Ziel zu. Jedes Mal, wenn ein unterbrechbares Skelett auf den Gegner explodiert, erleidet dieser 10% erhöhten Schaden durch die eure Armee der Toten bis maximal 300. Oha. Solange Armee der Toten aktiv ist, erleiden eure Diener 90% verringerten Schaden und ihr verursacht 50% erhöhten Herbeirufungsschaden. Nee, ich mache Leichen über Leichen. Das finde ich besser. Stimmt, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, bevor ich mich jetzt hier weiter bewege. Ich habe ja noch das Buch der Toten. Da kann ich festlegen, welche Art Skelettkrieger, Skelettmagier und Golems ich haben möchte. Da haben wir noch gar nicht reingeschaut. Es gibt nämlich die Plänker, die Verteidiger oder die Schnitter. Plänker schlitzen Gegner auf und fügen einem einzelnen Ziel hohen Schaden zu. Das ist eine Knochenfertigkeit. Verteidiger sind widerstandsfähige Beschützer und die weniger Schaden verursachen, aber gute Überlegungsfähigkeiten besitzen.
Schnitter schwingen eine mächtige spaltende Sense und verfügen über einen aufladbaren Angriff, der alle 10 Sekunden schweren Schaden verursacht. Schnitter klingt das schon fast gut. Knochenfertigkeit dunkel. Ich nehme mal die Schnitter. Oh, jetzt haben die hier so Sensen. Das ist auch cool. Die aufgeladenen, aufladbaren Angriffe von Schnitter verringern nun eine eurer aktiven Abklingzeiten für 3 Sekunden und schaffen eine Leiche. Schnitter verursachen um 50% erhöhten Schaden und haben eine Chance von 15% Gegner für 1 Sekunde zu betäuben. Ja, die sind cool, ne? Ich finde die auch gut mit der ganzen, hier mit der Sense und das alles. Jetzt machen wir das. Jetzt sind sie wieder alle tot. Ah ja, jedes Mal, wenn ich praktisch was ändere, dann werden die wie resettet. Aber jetzt leuchten die auch so schön. Okay. Das waren die ersten Skelettmagier. Habe ich jetzt gerade die Schatten. Schattenmagier beherrschen Kräfte aus dem Jenseits, mit denen sie Schattenblitze verschießen. Das ist eine Dunkelfertigkeit. Die Angriffe von Kältemagiern unterkühlen Gegner und frieren sie schließlich ein. Skelettmagier ist außerdem eine Dunkelheitsfähigkeit. Das wäre Kälte und Knochen. Knochenmagier nutzen ihren eigenen Körper als Projektile, die auf Kosten ihres eigenen Lebens schweren Schaden verursachen. Skelettmagier ist außerdem eine Knochenfertigkeit. Ich glaube, dann würde ich es als Schattenfertigkeit lassen. Schattenmagier verursachen zusätzlich 151 Verderbensschaden im Verlauf von 6 Sekunden. Das ist cool. Die Geschosse von Schattenmagiern gewähren sowohl euch als auch der Schattenmagier hat 4 Sekunden lang eine Barriere. Nö, ich mache erstmal mehr Schaden. Dann sind sie alle dahin. Ich muss erstmal mal beschwören jetzt, ne? So. Die muss ja selbst beschwören. So. Hier habe ich leider erst noch nur den Knochengolem frei. Der Knochengolem verspottet Gegner und zwingt sie dazu, ihn anzugreifen, wobei mit tödlichen Dornen zurückschlägt. Befehligt ihr einen Knochengolem, erschafft er 5 Leichen. Wenn euer Knochengolem Schaden erleidet, entfesselt er einen Knochenstachel. Oh, das mache ich. Oh, alle 3 weg. So, da brauche ich aber noch ein bisschen... Was brauche ich denn dafür? Ah, jetzt. Okay, nee, das ist perfekt. Okay, dann haben wir die jetzt wenigstens schon mal eingestellt. Das da. Da muss ich dahin. Warte mal, wenn ich jetzt hier bin. Ich glaube, ich porte mich kurz dahin. Da kann ich besser laufen. So, einmal aufs Pferd. Oh. Wie lang? Da kann ich übrigens bald auch upgraden, weil ich habe schon bei den Requilanen habe ich sogar schon ein Reittier freigeschaltet. Das muss ich dann auch nochmal gucken, dass ich das umrüste. Das mürrische Kloster. Ich habe so ein Talent dafür, mich irgendwo an Gebäuden zu verfangen oder an Steinen. Auf den Zweigen. Ein Haus der Zakarum. Mit Verfall überlassen? Hat die Nachricht eines Abts eingesammelt, das wird nicht wiedergegeben. Ach, nee. Haha, ich auch. Ich stolper über ein Blatt. Ja, das sehe ich genauso. Ist hier jemand? Hier, selbst die Kerzen kann man austrampeln. Wird vielleicht nur ein bisschen heiß an die Füße mit den ganzen Wachs. Mord! Der Horadrim, Elias und ich wollen für den Rest unseres Treffens nicht mehr gestört werden. Es sei denn, Loratnar trifft ein. Sollte er erscheinen, so geleitet ihn unverzüglich in die Sakristei.
die Türen! Was ist mit den anderen? Tut, was ich sage! Klingt interessant. Na, wo geht's lang? Mechanisch verriegelte Tür. Da muss ich bestimmt was finden. Da komme ich auch nicht lang. Die Toten eh durchgriffen. Wegen eines Schlüssels. Aha. Kreuzritterschädel. Habe ich jetzt auf dem Rücken. Also, ist ja auch witzig. So einen kleinen Schlüssel suchen. Das hätte ja jetzt auch da gepasst, weil gleich war jetzt nicht so groß, aber stattdessen kriege ich hier so ein ganzes Ding. Wo ist der hier kaputt gemacht? Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Bis zum Abend. Bis zum Abend werde ich es hüten. Und dann... Hier. Seid ihr verwundert? Wo ist der Abt? Der Abt hat die Tür geöffnet. Und der bleiche Teufel grinste. Er hat das verbotene Wissen an sich genommen. Psst, alles ist gut. Ich habe den Weg freigemacht. Könnt ihr gehen? Es gibt keinen Ausweg. Was an Wissen verbleibt, darf nicht fort. Ich werde sie bis zum Abend sicher verwahren und auch in der Nacht, die darauf folgt. Wir müssen das Archiv beschützen. Ja, dafür ist es da noch. Sagt die Litanei auf und entriegelt die Tür. Am Morgen wurden mir die Augen geöffnet. Und ich sah die hereinbrechende Finsternis. Im Laufe des Tages habe ich mich darauf vorbereitet, die Bürde des Wissens zu schultern. Ich werde sie bis zum Abend sicher verwahren. Und auch in der Nacht, die darauf folgt. Ein Mini-Gebet. Oh. Ab, wir müssen schnell hier weg. Nein, ich verdiene es zu brennen.
Gemeinsam mit dem Rest. Wo ist Elias? Fort. Er sagte, Sanctuarius Untergang stehe kurz bevor und nur ich könne helfen. Er wird ein geringes Übel beschwören. Er hat alles genommen, was er benötigt. Und dann meine Schüler. Er hat sie getötet. Oh, meine Freunde, vergebt mir. Das gesamte Wissen der Menschheit Muss mir soll nicht. unter den Kindern Lilith verbreitet werden und kein Geheimnis vor ihnen bewahrt bleiben. Und die Lügner und Diebe der Welt sollen vor Reue untergehen. Ja, die Stimme, die Synchrostimme von Elias finde ich auch richtig gut. Also da haben sie wirklich einen guten Cast. Also das ist wie bei Lorath, der ja praktisch auch immer Erzähler von gewissen Etappen dann ist. Finde ich super cool eingeführt. Der Abt und seine Gelehrten wurden von Elias ermordet. Was hat er genommen? Schriftrollen aus dem verbotenen Archiv. Er will ein geringes Übel beschwören. Er hat was? Welches, verdammt? Wo? Oh, das wissen wir natürlich nicht. Elias kann die Steppe mit Blut tränken. Aber ein geringes Übel kann den Kontinent auslöschen. Oder Schlimmeres. Kommt. Elias Dämonenfreund ist da drin. Beten wir, dass er uns zu ihm führt. Wir lassen uns anfangen. Ja, ich stimme zu, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Er schützte diesen Narren. Genbar? Das ist Elias Werk. Aber wo ist er? Die Antwort liegt in seinem Magen. Eine zarte Hand. Die eines Adligen. Elias hat diese Kreatur nicht nur mit edlen Stiefeln gefüttert. Dieser Mann hatte Familie. Oder diese Frau. Dämonen müssen brennen. Das ist falsch. Ah, dieses Medaillon trägt das königliche Wappen des Herrschers von Gul'ran. Ehemaligen Herrschers. Natürlich. Das reicht, alter Mann. Den Toten zollt man Respekt. Man zollt ihnen gar nicht, solange die Lebenden bedroht sind. Nun hat Gul'ran dank Elias einen neuen Herrscher. Die Toten mögen euch nichts bedeuten, aber dieses Medaillon könnte den Trauernden Frieden bringen. Nun gut. Um Elias zu finden, müssen auch wir nach Gul'ran reisen. Kommt mir nach, und zwar rasch. Okay, dann geht es. Oh, und meidet die Gul'ran. Stadttore. Zu viele Kannibalen. Geht zu den Klippen, dort werden wir Hilfe finden. Da auch wieder durchlaufen. Ich habe hier noch so einen Fleck, den ich noch nicht aufgedeckt habe anscheinend. Mal gucken. Oh, blaue Gegner. Was ist das?
Noch mehr. So, weiter geht's. Da lang. Hier kommt noch eine Spur. Ach, bin sogar fast da. Hier muss ich hin. Ja, dann. Oh, sie ist fort. Ich kann es nicht glauben. Ja, genau, das ist so cool. Die Stadt ist nämlich da unten. Gibt es hier einen Aussichtspunkt? Leider nicht. Okay, warte mal. Erstmal den Skillpunkt hier noch vergeben. Ist mir nämlich gerade aufgefallen. Da haben wir noch einen. Ich habe ja eigentlich schon hier alles frei. Caldeum, richtig? Ich glaube, das gehört zu Caldeum. Warte mal. Warte mal. Caldeum war doch auch hier, ne? Also es ist zumindest hier steht jetzt Cat Bardu. Unentdeckt. So, warte, ich kann hier mal kurz den Wegpunkt, versteckter Aussichtspunkt. Okay, das ist... Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ob das Caldeum ist. Oder bin ich blind? Ich muss noch mal ein bisschen gucken. Aber ich glaube, dass du recht hast. Ich glaube, also hier Tristanerus, das ist also das neue Caldeum praktisch. Müsste man noch mal ein bisschen nachgucken. Also ich werde das noch mal nachverforschen, wenn ich kommt die Info dann später noch mal. So, den Punkt wollte ich noch vergeben. So sieht es nämlich aus. Und zwar mache ich die Skelettenmagier noch mal ein bisschen mächtiger, wa? So, und meine Skelettkrieger natürlich. Und als letztes noch mein Koloss. So, ich bin hier, Lorath. Gut, dass ihr hier seid. Nur leider ohne Armee oder Belagerungswaffen. Elias ist hier? Zweifelsohne ist er im Palast. Hinter der hohen Mauer und den verriegelten Toren. Wir können nicht hindurch. Ihr wisst, wer es kann. Solaya. Tja. Wie viele Nachrichten waren es? Wie lange sitzt Oyun schon bei diesen Schlechtern dort drinnen fest? Sie ist vielleicht die Letzte, die den Tunnel kennt. Falls sie noch lebt. Falls der Tunnel existiert. Psst, ihr vertraut mir nicht. Natürlich nicht. Ihr seid eine Diebin. Vor Jahren wart ihr nützlich, ja. Doch ihr habt offensichtlich andere Gründe für eure Suche nach Oyun. Das geht euch nichts an. Wenn ich nach Oyun suchen müsste, wo würde ich beginnen? Sie hat ein Haus am Marktplatz. Wir wollten uns dort treffen, doch mir war der Weg versperrt. Kommt bitte in einem Stück wieder. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass diese Oyun das Risiko wert ist. Vielleicht überzeugt ihr mich vom Gegenteil. Oh, habt mal ein wenig Vertrauen, alter Mann. So, ich werde jetzt, bevor ich hier nach Gulran reingehe, werde ich schon mal die erste Pause einleiten, weil mein Kaffee leer ist.
Heißt, ich bin so in 5 Minütchen bin ich dann wieder da. Und bis dahin schicke ich euch einmal ganz kurz auf den Pause-Screen. Und ja, dann bis gleich. Ich hoffe, dass die Alarmanlage meiner Nachbarin nicht die ganze Zeit übertragen wird, weil unten geht schon wieder eine Alarmanlage, die geht heute schon den ganzen Tag gefühlt. Mal am besten über die Dächer oder so. Die. Nee, war nichts war bisher. Okay, das ist gut. Dann weiß ich wenigstens Bescheid, dass das nicht übertragen wird. Weil das ist ein sehr anstrengendes Geräusch auf die Zeit. Nein, nein! Lass nicht zu, dass sie mich kriegen! Danke, danke! Habt ihr jemanden namens Oh-Yun gesehen? Ich weiß nicht. Die Kannibalen holen sich alle. Sie töten und fressen. Aber manche schleifen sie fort. Zu den Gefängnissen, wie ich gehört habe. Warum sollten diese Monster irgendwen am Leben lassen? Die Gefängnisse. Vielleicht könnte Oh-Yun noch am Leben sein. Thanos, das glaube ich dir. Mit dem Hinrichten hier von der eisernen Jungfrau, das klappt aber relativ gut. Einen Weg in das Gefängnis der Stadt. Okay, wenn das schon angezeigt wird, schätze ich mal da drüben. Hier links oder rechts? Immer links. Natürlich auch riesig, ne? Wie viele Insassen haben die wohl hier? 2000. Oh-Yun, seid ihr hier? Wer ist da? Ihr seid nicht er. Wer seid ihr? Das Hacken. Es hat aufgehört und ich dachte,
Ich dachte, er würde mich als nächstes holen. Eure Freundin Solaya hat mich geschickt. Sie ist immer noch hier? Ihr werdet sie bald sehen. Wir müssen über den Markt. Ich kenne einen anderen Weg. Er ist sicherer. Der alte Gefängnisflügel. Er wurde vor Jahren nach einem Erdbeben versiegelt. Hier. Ein bisschen Umschwung. Woher sind die Kannibalen gekommen? Die Mauer da vorne. Das war früher der Eingang zum alten Gefängnistrakt. Könnt ihr sie durchbrechen? Nein! Ich dachte, es wäre sicher. Wir schlagen uns durch. Bleibt dicht bei mir. So, Level up. Das verteilen wir natürlich gleich. Seht, ein Riss in der Wand. Die Knochenspur. Wir haben es geschafft. Meine Hände zittern immer noch. Gebt mir einen Augenblick. Seid ihr bereit? Ja, wo ist sie? Bringt das Tier zum Schweigen. Ganz ruhig. Es ist jetzt sicher. Hier oben kann dir nichts geschehen. Solaya! Oyun! Oh, du bist zurückgekommen. Du hast gewartet, dich in Gefahr gebracht. Oh, natürlich habe ich das, du sture Kuh. Wo sollte ich ohne dich denn hingehen? Hauptsache weg von hier. Nun, ich muss zugeben, ihr seid vom Glück gesegnet. Ah, Lorath hat ihn hier auf die Suche nach dir geschickt. Sie müssen dringend in den Palast. Es gibt einen alten Fluchttunnel. Der Eingang liegt in den nahen Kavernen, hinter einem Alkoven mit dem Kreuz des Aufsehers. 2 Säbel am Griff verbunden. Drückt den linken Knauf und der Weg ist frei. Kavernen. Es könnte schlimmer sein. Wanderer, ich danke euch. Gebt gut auf euch Acht. Auf geht's! Höher! Das war das Pferd des Händlers. Das bleibt besser unter uns. Dann auch mal mit Wisst ihr, Lorath quatschen. als wir uns das erste Mal trafen, nahm ich an, dass euch diese Verbindung mit Lilith in die Dunkelheit führen wird. Genau wie Elias. Aber nach all den guten Taten, die ihr hier vollbracht habt, lag ich vielleicht falsch. Wir werden sehen. Liste aus der Vergangenheit. Sprecht mit Lorath am Eingang der Schlachtergrube. Schlachtergrube. Das ist sogar direkt hier in der Nähe. Oh, ein Goldgoblin. So. Mal gucken, was habe ich denn hier Schönes gedroppt.
nehme ich. Schaden. Okay, cool, weil ich so viele Viecher habe. So, Lorand. Während ihr in der Stadt wart, habe ich über Elias Pläne nachgedacht. Welches der geringen Übel er beschwören will. Was er Gul'Ran antat, ist ein Hinweis. Er hat es in Blut getränkt. Das bedeutet, sein Ziel ist wahrscheinlich Duriel oder Andariel. Was macht das für einen Unterschied? Duriel ernährt sich vom Schmerz des Leibes. Andariel bevorzugt die Qualen des Geistes. Wer auch immer es ist, sollte Elias Erfolg haben, werden viele weitere Städte Gul'Rans Schicksal erleiden. Wir können nur noch hoffen, dass er die Beschwörung noch nicht abgeschlossen hat. Schlachtergrube. Oyun meinte, der Tunnel befände sich in einer versteckten Nische. Mal schauen, wo die Nische ist. Ja, meine kleinen Benzinmänner hier irgendwie auch total cool. Da vorne. Könnte es das sein? Wahrscheinlich ja. Zwei Säbel. Genau wie Oyun es beschrieben hatte. Moment. Hört ihr das? Stimmen. Ich kann lauschen. Warum bleiben wir hier? Ich brauche mehr Beute. Mehr Fleisch. Und ihr werdet es bekommen, sobald Elias sein großes Werk vollbracht hat. Welches Werk? Ihr werdet schon sehen, Brol. Die Samen, die wir gesät haben, werden Früchte tragen. Gul'Ran wird neu geboren. Und damit auch... Welches Werk? Elias. Er ist bereit, Andariel in die Welt zu rufen. Ihre Kraft wird uns unvorstellbar mächtig machen. Und natürlich werdet ihr mehr Fleisch haben. Ich will zusehen. Gewiss, großer Bruder. Weg ist er. Ihr werdet der Ehrengast sein. Ja, einfach während der Unterhaltung despawnt. Andariel, die Herrin der Qual. Das ist das geringe Übel, das er beschwören will. Mögen die Himmel uns beistehen. Ja, ich glaube, mit Andariel ist nicht gut Kirschen essen.
glaube, ich bin richtig. Der Meister ruft die Maid herbei! Ihr werdet ihn nicht stören! Das ging schnell. So, einmal das. Zeichen der Versiegelung. Seht euch das nur an. Ein Archiv des Verbotenen, von Elias höchstpersönlich kuratiert. Er muss vorhaben, Andariel andernorts zu beschwören. Aber seine Nachforschungen hat er hier angestellt. Seht euch um. Vielleicht finden wir Hinweise, wo das Ritual stattfinden wird. Zeichnungen dreier Schreine, die jeweils eines der großen Übel darstellen. Diablo, Baal und Mephisto. Unter den Darstellungen hat Elias geschrieben, nur die Gesegneten vermögen den Pfad zu öffnen. Die Prophezeiung bewahrheitet sich vor meinen Augen. Es war richtig, etwas zu unternehmen. Wenn die großen Übel kommen, finden sie keine leichte Beute vor. Wir werden bereit sein. Unsere Wiedergeburt beginnt hier, da Andariel an das Herz von Gulran gekettet ist. Sie wird sich an dem Leid in dieser Stadt der Pein laben. Und wir laben uns an ihr. Andariels Macht wird unser sein. Und wir können sie gegen die anderen Herren der Hölle nutzen. Wenn mehr sterben müssen, damit das gelingt, dann sei es so. Ich werde euch nicht enttäuschen. Mutter. Und die abgenutzte Karte. Im Zentrum der Karte liegt der Tempel der großen Übel. Eine uralte Anlage, die unter dem Berg Sivo, ja, ich schätze mal Sivo, begraben liegt. Notizen wurden auf das Papier gekritzelt. Das sind wohl Berechnungen, wie viele Einwohner Gulrans für die Ausgrabung des Tempels vonnöten wären. Ich habe das hier gefunden. Andariel, gekettet an das Herz von Gulran. Ihr böses Treiben wird nicht hier eingeschlossen bleiben. Es wird das Land in Leid ertränken. Das ist schierer Wahnsinn. Ganz im Gegenteil. Elias' Verstand ist klar, ausnahmsweise einmal. Als ich ihn kannte, suchte er nach einer höheren Bedeutung. Ich konnte sie ihm nicht geben und so wandte er sich Lilith zu. Ich hielt ihn nicht auf. Ich ließ zu, dass er das hier wurde. Jetzt haben wir die Chance, es wieder gut zu machen, bevor die Dinge noch schlimmer werden. Ja, wir haben, was wir brauchen. Die Beschwörung findet im Tempel der großen Übel im Berg Sivo statt. Wir müssen einen Ausgang finden. Wie ich Elias kenne, muss er für den Ernstfall einen Fluchtweg gehabt haben. Hinter dem Regal. Das ist wohl das Einzige, was er von mir gelernt hat. Ich mag Andariel. Ja, ich mag auch Andariel. Ich finde sie auch gerade hier, also auch mal wieder total krass, ne? Versteckter Aussichtspunkt. Also krass von der Darstellung finde ich Andariel Hammer. Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance dazu hatte. Wir müssen uns beeilen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns doch etwas Nettes in die Kommentare oder liked das Video. Damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst, könnt ihr den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren. Und damit bis zum nächsten Mal hier bei World of Damage.